1994 habe ich gemeinsam mit Alex beschlossen, unser Hobby Vespa zum Beruf zu machen. In den ersten beiden Jahren hatten wir ein kleines Kellerladenlokal im Haus von meinen Eltern. Wir hatten dort keinen Platz, kaum Ware, aber eine große Menge Enthusiasmus. Unser erstes Eigenprodukt war unsere SIP-Sportsitzbank aus GFK. Also so richtig hatten wir gar nicht mit einem großen Erfolg erstmal gerechnet, aber die Idee und das ganze Konzept schlug eigentlich ein wie eine Bombe. Nach 2 Jahren sind wir in eine alte Kaserne umgezogen. Wir haben da den Mannschaftsspeisesaal bekommen, hatten plötzlich 1000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung und haben auch ganz schnell unser Sortiment aufgestockt auf über 2000 Artikel. Wir haben angefangen, Mitarbeiter einzustellen, meist so begeisterte Rollerfahrer wie wir. Und hatten ein super enthusiastisches, motiviertes, ganz junges Team. (1997) haben wir dann unseren ersten Online-Shop programmiert. Das war damals noch was ganz Komisches, Neues. Keiner wusste so genau, ob das überhaupt Zukunft hat. Mit dem Online-Shop haben wir natürlich viel mehr Leute erreichen können als mit einer Anzeige in einer Zeitschrift und auch viel mehr Leute aus dem Ausland erreichen können. 2002 sind wir dann in unser eigenes Gebäude umgezogen. Unsere alte Kaserne wurde abgerissen und das Gebäude hatten wir dann selber gebaut, selber geplant und konnten somit eine Hülle um unsere eigenen Prozesse herumbauen. Und auch an der EDV haben wir ganz viel geschraubt und konnten damals schon so ungefähr 400 Pakete am Tag verschicken. Die schönste und bestgemachte Webseite ist irgendwie immer noch nicht das Gleiche, wie einen Katalog vor sich zu haben und in den blättern zu können. Und mit der Idee im Kopf haben wir 2012 den Klassikkatalog veröffentlicht. Da haben wir mit 20 Leuten fast 1,5 Jahre dran gearbeitet und es war ein richtiges Mammutwerk. Mittlerweile haben wir Kataloge für Lambretta, Lampe unten, Modern Vespa und einige andere Rollermodelle. Unsere Eigenprodukte sind uns immer noch extrem wichtig, so hat es ja auch begonnen. Seit 2014 sind wir vom Kraftfahrtbundesamt als Hersteller verifiziert und seitdem können wir Teile mit Homologation anbieten. Und wir sind dann jetzt in das neue Gebäude eingezogen, hier in der Marie-Curie-Straße, wo wir fast 5-mal so viel Platz haben wie im alten Gebäude. Wir lagern hier über 30.000 Artikel, weil wir wollen einfach nicht, dass irgendein Rollerfahrer liegen bleibt, weil ihm die Teile fehlen. Und auch unser Callcenter ist an 6 Tagen besetzt und das in 5 verschiedenen Sprachen. Haben auch unsere Siparia hier, unsere Entwicklungswerkstatt, unser Fotostudio. Mit unserem Webshop erreichen wir bisher Kunden in 120 Ländern. Online ist unser Hauptvertriebsweg, aber wir wollen nie Amazon werden, sondern wir wollen immer als Firma besuchbar sein. Wir wollen die Teile erlebbar machen. Deswegen haben wir ein gutes Ladenteam mit sehr guten Technikern, die einem Teile oder Montagesachen erklären können, Angesicht zu Angesicht. Uns macht es schon ein bisschen stolz, Teil der Vespa- und Lambretta-Geschichte sein zu dürfen. Wir haben eine große Leidenschaft fürs Rollerfahren. Auf unseren eigenen Events wie den Joyrides, dem Tacho Carajo oder den Open Days wollen wir diese Leidenschaft mit euch allen teilen. Wir haben ein großartiges Team und ohne die Mannschaft, die hinter SIP steckt, wäre es natürlich nie möglich gewesen. Wir haben ungefähr 500 Jahre Rollererfahrung hier im Betrieb. Wir selber haben großen Spaß am Rollerfahren. Und dass ihr als Kunden denselben Spaß am Rollerfahren habt wie wir, daran arbeiten wir täglich.